Hallo, mein Name ist Bruce, zurück aus dem Urlaub, wieder für euch hier im BB2K Airsoft Channel, bereit euch mit Reviews zu füttern, was das Zeug hält, und beginnen tun wir heute mit der KWA B&T MP9 Gas Blowback Maschinenpistole. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und ich muss sagen, diesen Sound habe ich wirklich in meinem Urlaub vermisst. Beginnen wir mit einem kurzen Unboxing von der KWA B&T MP9 Gas Blowback Maschinenpistole. Die Airsoft gibt es schon seit ca. 2010 auf dem deutschen Markt zu kaufen, hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ihr werdet es nicht glauben, aber der Bruce hat noch nie eine MP9 in der Hand gehabt und hat auch noch nie damit geschossen. Daher bin ich froh, dass Sniper mir die Airsoft hier aus Versehen für mein Review zur Verfügung gestellt hat. Ihr fragt euch aus Versehen, ja, also eigentlich war mit Sniper vereinbart, dass ich die Tokyo Marui MNP9 bekomme, aber durch einen Kommunikationsfehler ist es hier eine MP9 geworden. Das kann passieren, ist nicht schlimm. Ich freue mich, dass ich sie bekommen habe, weil, wie gesagt, noch nie verwendet, und jetzt ist es wirklich für mich eine Ehre, diesen Youngtimer hier mal zu testen. Und ja, fangen wir mit dem Unboxing an. Geliefert wird die Airsoft hier in diesen ansprechenden Karton. Zum Lieferumfang gehört diese Anleitung hier. Ihr seht hier dieses ASG-Logo. Die MP9 wird in Kooperation mit ASG produziert. Das hat den Vorteil, dass wir hier Original-Markings auf der Airsoft finden, aber dazu später. Des Weiteren gehört zum Lieferumfang hier dieser schöne Hop-Up-Schlüssel, eine Tüte Bibis für den schnellen Start, ein Gasmagazin aus Metall mit einer Kapazität von 48 Schuss und natürlich die B&T MP9 von KWA. Hier in der TAN-Version und der A1-Variante. Ihr könnt sie bei Sniper für 219 € erwerben. Hier in der Variante TAN, wie gezeigt, und auch nochmal in Schwarz und Grün. Des Weiteren gibt es sie auch in der A3-Variante. Da ist hier kein fester Handgriff drin, sondern eine Railschiene, auch nochmal in TAN, Schwarz und Grün. Die Links dazu packe ich euch in die Videobeschreibung unten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mal draufklicken. Ja, ich würde sagen, genug geschwafelt. Ich zeige euch jetzt mal die MP9 in Motion. Die Airsoft hat einen Mordskick und ist auch tierisch laut. Es macht richtig Spaß, damit zu schießen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Bodycheck. Die KWA B&T MP9 hat ein Gewicht von 1,7 Kilo, fühlt sich richtig schwer und solide an und ist auch gut austariert, sodass man sie auch ohne Probleme mit einer Hand bedienen kann. Die Länge der Airsoft beträgt im zusammengeklappten Zustand 305 mm. Und wenn man den Klappschaft ausklappt, haben wir eine Länge von 527 mm. Die B&T hat eine Glock-typische Sicherung, sonst findet man keine weiteren externen Sicherungen. Ich zeige sie euch nochmal, wie sie funktioniert. Dazu nehme ich das Magazin raus und lade die Waffe einmal durch. So,
Wie ihr sehen könnt, ist hier genau wie bei der Glock eine kleine Zunge. Wenn ich den Abzug betätige, ohne die Zunge einzudrücken, passiert nichts. Erst wenn ich die Airsoft mit reingedrückter Zunge drücke, wird der Schuss ausgelöst. Hier vor dem Abzug sehen wir hier diesen kleinen roten Punkt. Das ist hier der Feuerwahlhebel. Der ist zurzeit selektiert auf Semifeuer. Wenn wir den reindrücken, verschwindet der hier auf dieser Seite. Und wenn wir die Airsoft mal umdrehen, taucht der Fire Selector hier wieder auf mit 3 Pünktchen. Das heißt, jetzt könnte man Full Auto schießen. Da wir uns aber in Deutschland befinden, ist das nicht möglich. Was ein bisschen störend ist, wenn ich den Fire Selector hier auf Full Auto schalte, kommt es hier raus und die Waffe ist jetzt nicht geladen. Ich kann also den Finger jetzt mal an den Abzug legen. Stört es ein wenig das Schießen, weil hier der Fire Selector immer irgendwie gegen den Finger scheuert. Daher lasst ihn ruhig auf Semi. Full Auto könnt ihr so nicht schießen und so in der Semi-Stellung ist das viel besser zu handeln. Kommen wir nochmal zu den Materialien der KWA MP9. Zu 90% ist die Airsoft aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Der Lower und der Upper sind aus Kunststoff, ebenso wie der Klappschaft und der Fire Selector hier. Der Abzug ist aus Kunststoff. Dann der Fire Selector ist aus Kunststoff. Die einzelnen Metallteile, die wir hier äußerlich finden, ist einmal der Flash Hider, die Ray-Schiene, die seitliche, die vordere Visierung, die hintere Visierung. Die hintere Visierung lässt sich nach links und rechts verstellen, jedoch nicht in der Höhe. Und das letzte Metallteil hier ist der Verschlussfanghebel. Ich würde sagen, jetzt zeige ich euch mal, wie man die Airsoft auseinander nimmt und dann schauen wir uns mal die Innereien etwas genauer an. Um die KWA B&T MP9 auseinanderzunehmen, benötigt ihr ausnahmsweise mal etwas Werkzeug, und zwar nur diesen Schlitzschraubenzieher. Ansonsten geht alles schön von der Hand. Den Schlitzschraubenzieher braucht ihr hier für diese Schraube. Diese lösen wir jetzt als erstes. Das ist eigentlich ganz einfach. Schraubenzieher ansetzen und die ganze Sache lösen. Da ist sie. Als nächstes seht ihr hier diesen kleinen Knopf. Den drückt ihr jetzt rein und dann könnt ihr die Airsoft auseinandernehmen. Vorsichtig, da kommt euch eine kleine Feder entgegen. So, dann könnt ihr das hier vorne abziehen. So, die Feder vorsichtig rausnehmen. Und das war's schon. Und jetzt schauen wir uns mal die Innereien etwas genauer an. So sieht die Airsoft von innen aus. Wie ihr sehen könnt, allerhand Metallteile zu sehen. Und ja, fangen wir mal mit der Federführungsstange an. Die ist aus Stahl gefertigt, wie euch mein Magnet hier zeigt. Ebenso natürlich die Feder. Dann haben wir hier den Flash Hider. Der ist aus Aluminium. Hier vorne finden wir ein paar Teile, die sind aus Stahl gefertigt. Der Verschluss selber ist aus Aluminium gefertigt. Genauso wie der Hammer hier. Die Führung für den Verschluss ist wiederum aus Stahl und der Verschlussfanghebel hier ist auch aus Stahl. Was ich gut finde, die Kunststoffrückwand ist auch nochmal um Stahl verstärkt. Ebenso haben wir hier einen Gummidämpfer drin. Das ist ganz gut, wenn der Verschluss nämlich hier nach hinten fährt, wird die ganze Sache hier gedämpft und der hintere Teil nicht so belastet. Das sorgt für Stabilität und man kann davon ausgehen, dass die Airsoft nicht so schnell kaputt geht. So, ich baue die MP9 jetzt wieder zusammen, denn es ist Zeit für den Chrono. Kommen wir zum Chrono von der KWA B&T MP9. Laut Herstellerangaben hat sie 1,1 Joule bzw. 350 FPS. Ich werde bei einer Raumtemperatur von 24 Grad in das Chronogerät schießen, und zwar mit 0,20 Gramm Bio-BBs. Das Magazin habe ich mit Walter Green Gas getankt. Ich bin gespannt, wie meine Werte ausfallen werden. Über 400 FPS, das ist wirklich ein sehr guter Wert.
Am Anfang des Videos hatte ich euch ja gesagt, dass KWA in Kooperation mit ASG hier diese B&T MP9 produziert. Das heißt für euch volles Lizenzrecht und auf der Airsoft jede Menge Originalmarkings. Auf dem Verschluss finden wir die Kaliberangabe 9 mm und eine Seriennummer. Wenn ich den Klappschaft wegklappe, sehen wir hier das B&T-Logo. B&T steht für Brügger und Tomet. Dazu mehr im Real-Steel-Bereich von diesem Review. Dann haben wir hier, hat nur nichts mit Lizenzrechten zu tun, sondern mit deutschem Recht. Das F und die Kaliberangabe. Auf der Rückseite der Airsoft finden wir die Bezeichnung MP9. Das steht für Maschinenpistole 9. Und hier nochmal das Brügger und Tomet Logo. Ich habe gerade von Real Steel gesprochen. Ich denke mal, schweifen wir etwas zurück, erzähle ich euch eine kleine Geschichte mal von der Real Steel. Die MP9 wurde zwischen 1997 und 2001 von der Firma B&T Brügger und Tomet produziert. Sie ist der offizielle Nachfolger der bekannten Steyr TMP. Brügger und Tomet hatte damals die Lizenzrechte von Steyr erworben und die TMP weiterentwickelt hier zu dieser MP9. MP9 steht für Maschinenpistole 9, 9 steht für das Kaliber 9 mm. Der größte optische Unterschied zwischen der TMP und der MP9 hier sind die verbaute Railschiene und der Klappschaft. Von der MP9 von B&T gab es auch eine zivile Version, die nannte sich dann TP9, sah optisch genauso aus, aber hatte nur Semi-Only. Eigentlich genauso wie die KWA MP9 hier für den deutschen Markt, die hat ja auch nur Semi-Only. Die MP9 konnte man erwerben mit einem 50er, 20er, 25er oder 30 Schuss Magazin. Wir glücklichen Besitzer der KWA MP9 haben sogar ein 48 Schuss Magazin und da wir ja wieder zurückgekommen sind zu der Airsoft-Variante, ist es nun Zeit für den Schusstest. Kommen wir zum Zielschießen mit der KWA B&T MP9 Airsoft. Ich werde jetzt auf 30 Meter schießen mit 0,28 Gramm Bio-BBs. Das Magazin ist gefüllt mit Walther Green Gas und ja, die Temperatur beträgt gefühlte 50.000 Grad, also nee, das sind ungefähr 34 Grad. Ich schwitze wie ein Esel und ja, bin gespannt, was ich jetzt hier mit der MP9 so erreiche auf 30 Meter. Ich werde jeweils 10 Schuss auf die Zielscheibe schießen und ja, ich fange jetzt an mit den ersten 10 Schuss. Das war's. Jetzt lade ich nochmal nach mit 10 Schuss und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt nachgeladen, jetzt kommen die nächsten 10 Schuss. Was ich schon gemerkt habe, ich habe etwas zu tief gezielt. Ich werde jetzt mal etwas höher zielen. Vielleicht ist das Ergebnis dann etwas besser. So, ich bin gespannt, wie es jetzt aussieht. So, dann schauen wir uns mal an, was der Bruce so geschossen hat auf 30 Meter mit der KWA MP9. Bei den ersten 10 Schuss habe ich etwas zu tief gehalten, da ist nicht viel auf die Zielscheibe gelangt. Das hatte ich dann korrigiert, wie man sieht.
und von den 20 Schuss sind 19 auf die Zielscheibe gelandet, 13 sogar innerhalb des A4-Blattes und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sogar in die Wertung. Ich muss sagen, für diesen kurzen Lauf auf 30 Meter Entfernung eigentlich kein schlechtes Ergebnis. Ich bin zufrieden. Was meint ihr? Ist das ein Ergebnis für euch, wo ihr sagt, die würde ich mir gerne kaufen? Oder sagt ihr, boah, alles für die Tonne, aber ich denke mal, so schlimm ist es nicht. Also wie gesagt, ich bin zufrieden und ja, machen wir weiter mit dem Review. Kommen wir zu den Pro und Kontras der KWA B&T MP9 Gas Blowback Maschinenpistole. Wie ich euch am Anfang des Videos gesagt habe, der Bruce hatte die MP9 noch nie vorher besessen, noch nie in der Hand gehabt und hat auch noch nie damit geschossen. Und auch am Ende des Reviews, muss ich sagen, bin ich absolut begeistert von der MP9. Sie ist super handlich, man kann die sehr schön mit einer Hand führen und dank des Klappschaftes auch sicher mit 2 Händen. Sie ist kompakt gebaut, optimal für enge Kämpfe in Häusern oder auch als Backup wunderbar geeignet. Sie hat 1,1 Joule. Die Präzision auf 30 Metern ist auch sehr gut, da kann man nicht meckern. Das Magazin mit 48 Schuss ist sehr ergiebig. Man kann mit einer Gasladung 5 bis 6 Mal nachladen. Das ist wirklich hervorragend. Die Airsoft ist zwar aus Kunststoff überwiegend gebaut, aber auch alles sehr solide, also genauso wie bei der Real Steel, da wackelt und klappert nichts. KWA hat auch gedacht, den hinteren Teil mit Stahl im Inneren zu verstärken, sodass man nicht die Sorge haben muss, dass der Verschluss hier hinten rauspfeift einfach, also sehr stabil die ganze Geschichte. Dann haben wir hier die Original-Markings drauf. Das ist auch eine Sache, die den Sammler erfreut. Leider nur weiß drauf gepinselt, aber ich denke mal, das hat auch was mit den Herstellungskosten zu tun, denn wenn ein Land nicht die Lizenzrechte hat, dann braucht man bei der Produktion einfach hier den weißen Drucker nicht anzuwerfen. Was gibt es noch zu sagen? Ja, richtig gut ist hier auch der Sound von der Airsoft, denn wenn man die Airsoft hier im Anschlag hat, dann hat man das Ohr ja schon fast am Verschluss. Das ist richtig laut und der Kick ist wirklich hervorragend, macht richtig Spaß damit zu schießen. Und ich finde auch, obwohl es die Airsoft seit 2010 gibt, hat sie nicht an Faszination verloren. Die sieht wirklich richtig gut aus und eigentlich noch ein ziemlich modernes Design, finde ich. Und schön ist es auch, dass es verschiedene Varianten und Farben gibt. Also da ist für jeden Geschmack auch was dabei. Also man kann die entweder hier mit Griff als A1-Version haben oder ohne Griff als A3-Version mit so einer Rail-Schiene. Dann haben wir die hier in Tann, in Schwarz und Grün. Und das alles für 219 € zurzeit bei Sniper erhältlich. Da kann man echt nicht meckern. Und ja, mir persönlich gefällt Tann eigentlich am besten. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich die eigentlich gar nicht so gerne wieder hergeben, weil das ist wirklich ein richtig schönes Schnuckelchen. Aber es ist ja nun mal eine Leihstellung von Sniper und die muss natürlich auch wieder zurück. Aber ich denke mal, vielleicht werde ich sie mir auch mal für meine eigene Sammlung holen. Ja, das war dann auch soweit mein letztes Wort hier zu dem Review für die KWA B&T MP9 Airsoft. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß gehabt dabei. Ja, und was bleibt mir anderes übrig, als zu sagen, gebt mir ein Like, abonniert mich, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und toll wäre es natürlich auch, wenn wir uns beim nächsten Review wiedersehen. Das war's von mir. Macht's gut. Euer Bruce.